Hi, ich bin Emilia, 24 Jahre alt und arbeite seit 3 Jahren am DHL-Drehkreuz in Leipzig auf dem Truckyard. Wenn du wissen willst, wie bei uns eine typische Nachtschicht aussieht, dann bleib gerne dran und viel Spaß bei meinem Video. Meine Schicht beginnt heute 21:30 Uhr und wird bis 6:15 Uhr gehen. Das erste, was ich mache, wenn ich hier auf den Hof komme, ist hoch ins Büro zu meinen Chefs gehen. Dann rede ich kurz mit denen, frage, ob es irgendwelche Neuigkeiten gibt, irgendwelche wichtigen Themen für unser PD. Das PD ist der Performance-Dialog. Das ist ein Briefing für alle Mitarbeiter vor der Schicht, wo besprochen wird, was die Nacht ansteht, was die letzte Nacht passiert ist, die ganzen Zahlen, die wir haben. Es wird alles in dem Meeting besprochen und da wird jeder abgeholt, damit wir bestens für unsere Schicht vorbereitet sind. Dann kann es auch schon losgehen. Ich bin jetzt hier auf dem Truckyard angekommen. Hinter mir seht ihr schon einige LKWs und Transporter. Bei uns werden die Transporter auch Vans genannt. Der Hof ist noch sehr leer. Man sieht bis jetzt nur ein paar Fahrzeuge, hier die Transporter und hier drüben die LKWs. Aber das wird sich noch in den nächsten Stunden definitiv füllen hier bei uns. Ich zeige euch jetzt meine persönliche Schutzausrüstung. Natürlich haben wir die auch hier draußen auf dem Yard. Die besteht zu einem aus unserer Warnschutzweste, aus unserer Arbeitsschutzhose und unseren Arbeitsschutzschuhen. T-Shirts, Jacken kriegt man natürlich auch hier bei DHL gestellt. Ich habe jetzt heute mein eigenes T-Shirt an. Am besten zeige ich euch auch gleich meine Arbeitsmittel, die ich brauche. Und zwar ist das hier draußen ganz wichtig. Einmal unsere Zange. Wir müssen Fahrzeuge öffnen und verschließen. Dann ganz wichtig hier bei uns auf dem Truckyard, ich hoffe, ihr hört mich, hier ist gerade sehr viel los hinter mir. Wichtigstes Kommunikationsmittel, unsere Telefone. Ohne die wären wir komplett aufgeschmissen. Wir müssen ja sehr viel telefonieren, sehr viel kommunizieren. Und was wir auch noch hier draußen benötigen, sind Kabelbinder. Das werde ich aber euch noch später zeigen, für was wir die hier draußen brauchen. Es geht so langsam los. Ich werde euch jetzt gleich unsere verschiedenen Positionen hier in der Abteilung zeigen. Wir haben 6 verschiedene Positionen. Einmal ist das Haupttelefon. Das ist sozusagen der Mitarbeiter, der alle LKWs, die am Truckdock abgefertigt werden müssen, koordiniert. Dann gibt es den Gegenpart, das ist der Mitarbeiter am Truckdock, der Yardguard, der stellt die LKWs ran. Und dann gibt es noch einen Mitarbeiter, der die ganzen Straßenfahrzeuge abfertigt. Das sind die Fahrzeuge, die mit loser Chorfracht geladen sind und an der Road bei uns abgeladen werden müssen. Und dann gibt es 2 Mitarbeiter, die bei den Vans eingeteilt sind. Der eine koordiniert die Fahrzeuge, an welche Tore sie fahren müssen, und der andere stellt die Fahrzeuge ran. Als letzten Posten haben wir noch unseren Yardguard im T3. Im T3 haben wir nämlich noch einen weiteren Hof. Das ist sozusagen von unserem Hof hier im T1 eine kleinere Variante. Da ist dann auch nochmal von uns ein Mitarbeiter eingesetzt. Da werde ich euch nachher auch noch mit hinnehmen. Ich bin jetzt hier in unserem Container. Das ist unser kleines Büro. Wir haben hier 2 PC-Arbeitsplätze, wie ihr sehen könnt. Alles klein, aber fein. Wir machen hier auch unsere Pause. Und ja, müssen ein paar Aufgaben auch am PC erledigen. So, wir haben es jetzt 1:22 Uhr und unser Hof ist ordentlich voll. Die Inbound-Phase ist so gut wie durch. Ihr könnt auch hier rechts sehen, das sind alles Vans, die entladen wurden, die jetzt warten zum Beladen. Die meisten Fahrer, die legen sich hin und schlafen eine Runde, weil es dann direkt wieder losgeht. Ich habe jetzt hier das Haupttelefon übernommen. Ich habe jetzt hier schon mein Hauptarbeitsmittel, das Wichtigste, unsere Liste. Wir haben hier einfach ein Klemmbrett und unsere beiden Listen. Einmal eine Inbound-Liste und einmal eine Outbound-Liste. Inbound-Fahrzeuge sind sozusagen die Fahrzeuge, die reinkommen und entladen werden müssen. Und Outbound-Fahrzeuge sind dann die, die wieder beladen werden und uns verlassen. Hi, du möchtest laden. Ich habe leider noch kein Tor für dich. Noch warten, okay? Okay. Dankeschön. Der Fahrer hat mir jetzt gerade sein Anmeldezettel gezeigt. Ich habe jetzt leider von meinen Traktorkollegen noch kein Tor dafür bekommen.
Deswegen musste er erstmal warten. 3:45 Uhr hat er Abfahrt. Zum Laden sollte man immer eine Stunde vorher da sein. Eine Stunde vorher haben wir Stellzeit für die Touren. Das ist sozusagen in 10 Minuten. Müsste ich gleich anrufen und meinen Kollegen am Traktor fragen, wo wir das Fahrzeug ranstellen können. Hallöchen, ich mache gerade das Haupttelefon. Ich hätte einen Inbound für dich. Alles klärchen. Danke, tschüss. So, der Kollege hat mir jetzt das Tor 5 genannt zum Entladen. Jetzt klopfe ich einmal und wecke den Fahrer, der hat es nämlich schon hingelegt. Hi. Hi. Bitte. Dankeschön. Abladen Tor 5, okay? Okay, danke. Dankeschön. Ciao. Ciao. Und jetzt klingelt mein Telefon. Die Emilia hier, guten Morgen. So, ich habe jetzt gerade einen Anruf bekommen, dass unser Radioaktivfahrer seine Sendung abholen kann. Die müssen wir jetzt aus der Wechselbrücke rausgeben und das mache ich jetzt gleich. Morgen! So, sehr Jo. schön. Dann eine gute Fahrt. Dankeschön. Ciao. Danke, ebenso. Wo waren wir stehen geblieben? Wir haben jetzt hier die 2 LKWs. Der eine ist ja der Outbound, der zum Laden wartet. So, wir sind jetzt am Traktor und jetzt stelle ich direkt noch den LKW mit ans Tor. Danke. Genau, jetzt weise ich den LKW-Fahrer ein. Er legt den Rückwärtsgang ein. Wichtig ist, dass er so gerade wie möglich ans Tor fährt. Und ich werde jetzt dem Fahrer mit meinen Armen zeigen, wie weit er noch entfernt ist von dem Tor. Und stopp! Er steht jetzt dran. Jetzt warten wir nur noch, bis das Tor aufgeht und das Fahrzeug beladen wird. So, ich stehe jetzt hier an Tor 7. Hier steht der Outbound, der wird gerade beladen. Wichtig ist es hier, dass wir wirklich darauf achten, dass die Beladung reibungslos läuft. Genau, der ist jetzt fertig beladen, das Tor geht runter, die Ampel wird grün, das heißt, das Fahrzeug kann losfahren und wir können jetzt gleich das Fahrzeug erstmal vorzeitig verschließen. Wenn die Outbounds hier hinten fertig beladen sind, macht der Mitarbeiter, der hier hinten die Fahrzeuge abfertigt, vorzeitig erstmal einen Kabelbinder dran für die Fahrt nach vorne zum Parkplatz und dann wird vorne das Fahrzeug mit der Zollplombe verblombt. Kabelbinder ist dran, das Fahrzeug fährt vor und ich werde mir jetzt die Zollplombe von Truckbot holen und dann das Fahrzeug verblomben. Ganz wichtig ist beim Verblomben, dass wir das Trader-Kennzeichen kontrollieren. Wurde ja vorher schon am Traktor kontrolliert, auf die Richtigkeit bei der Anmeldung. Jetzt ist das Fahrzeug verblombt. Der Fahrer geht jetzt gleich ins Truckbot-Büro und bekommt dort seine Papiere und dann kannst du ihn schon nach Graz gehen. Ich fahre jetzt hinter ins Terminal 3 und schaue, was meine Kollegin da hinten so macht. Ich bin jetzt im T3 angekommen. Hier ist unser kleiner Hof. Links entladen wir Rot-Bypass-Fahrzeuge. Das sind sozusagen die Abteilung, die die Straße vorne unterstützt, damit wir einfach vorne ein bisschen entlastet sind im T1. Und auf der rechten Seite entladen wir ACS-Fahrzeuge. Alles, was für die Abteilung ACS rein und rauskommt. Hier haben wir gerade einen T3 Outbound stehen an der 306 ganz rechts. Und links laden auch schon wieder neue Fahrzeuge. So, wir haben jetzt 5 Uhr. Die Schicht ist fast rum. Der Hof leert sich langsam. Wir haben alles abgearbeitet. Wir sehen hier einen wunderschönen Sonnenaufgang. Noch ungefähr eine Stunde. Wir haben jetzt noch ein paar Fahrzeuge. Ab und zu kommen auch noch extra Fahrzeuge dazu, die wir abfertigen müssen, die beladen werden. Und genau, wir bereiten für die nächste Schicht alles vor. Und dann geht es auch fast schon nach Hause wieder. So, für mich geht es jetzt zur Stechuhr. Wir haben jetzt Feierabend und die Schicht ist geschafft. Tschüss. Ich war jetzt noch mal
drin, bin durch den Security-Check und habe mich ausgestochen. Für mich heißt jetzt Feierabend, die Schicht ist rum, wir haben 6:15 Uhr. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet einen guten Einblick gewinnen über die Abteilung Truckyard. Und ja, vielleicht sieht man sich mal. Bewirb dich jetzt auf anpacken-dhl.de und werde ein Teil des Teams.